Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer ist einer der bedeutendsten Denker des 19. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu den meisten Aufklärern und Idealisten seiner Zeit ist er ein tiefer Pessimist. Leben ist für ihn Leiden. Diese Einsicht, das Leiden an der Welt und den Menschen, bringt ihn zur Philosophie. Arthur Schopenhauer wird am 22. Februar 1788 in Danzig geboren. Sein Vater ist ein wohlhabender und angesehener Kaufmann, seine Mutter Schriftstellerin. Zwischen den beiden Elternteilen besteht ein großer Altersunterschied. Auch die Persönlichkeiten unterscheiden sich stark. Der Vater ist depressiv und in sich gekehrt, die Mutter fröhlich und gesellig. Häufig kommt es zum Streit. 1793 zieht die Familie nach Hamburg. Schopenhauer ist wie sein Vater schwermütig und leidet bereits als Sechsjähriger an Angstzuständen. Mit 9 Jahren wird er für 2 Jahre zu einer befreundeten Familie nach Le Havre geschickt, um Französisch zu lernen. Anschließend besucht er eine Privatschule in Hamburg. Im Unterschied zu den meisten zeitgenössischen Philosophen in Deutschland genießt Schopenhauer eine Erziehung, die ihm, begünstigt durch mehrere Reisen, Ortswechsel und Auslandsaufenthalte, einen sehr weiten kulturellen Horizont eröffnet. Er spricht und schreibt fließend Französisch und Englisch, bevor er die klassischen Bildungssprachen Griechisch und Latein erlernt. Beide Elternteile sind kulturell aufgeschlossen und sympathisieren mit dem Denken der Aufklärung. Als Jugendlicher nimmt Schopenhauer an der großen Europareise seiner Eltern teil. Bedingung ist, dass er auf ein akademisches Studium verzichtet und anschließend eine Kaufmannslehre beginnt, um das Unternehmen des Vaters übernehmen zu können. Die Reise führt in die Niederlande, nach England, Frankreich, Österreich, Böhmen und in die Schweiz. Er erlebt die großen europäischen Metropolen mit ihrem Alltag und ihrer Kultur, wird aber auch mehrfach Zeuge von Armut, Grausamkeit und Leid. Besonders bestürzt ist er über das Schicksal der Galeerensträflinge im südfranzösischen Toulon. Der Anblick dieser aneinander geketteten Gefangenen, die bei Wasser und Brot schwerste körperliche Arbeiten verrichten müssen, prägt ihn nachhaltig und wird zur Geburtsstunde seines metaphysischen Pessimismus. Später schreibt er über dieses Erlebnis: In meinem 17. Jahre, ohne alle gelehrte Schulbildung, wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen wie Buddha in seiner Jugend, als er Alter, Krankheit, Schmerz und Tod erblickte. Und mein Resultat war, dass diese Welt kein Werk eines allgütigen Wesens sein könne, wohl aber die eines Teufels, der Geschöpfe ins Dasein gerufen, um am Anblick ihrer Qual sich zu weiden. 1805 kehrt Schopenhauer nach Hamburg zurück und beginnt eine Kaufmannslehre. Im selben Jahr stirbt sein Vater, vermutlich durch Suizid. Seiner Mutter wirft Schopenhauer später vor, ihren Mann an dessen Lebensende im Stich gelassen zu haben. Meine Mutter gab Gesellschaften, während er in Einsamkeit verging, und amüsierte sich, während er bittere Qualen litt. Das Vermögen des Vaters wird zu je einem Drittel an die Familienangehörigen aufgeteilt. Die Mutter verwaltet das Erbe bis zur Volljährigkeit der Kinder. 1806 ziehen Mutter und Schwester nach Weimar, Schopenhauer bleibt allein in Hamburg. 1807 bricht er die ungeliebte Kaufmannslehre ab und beginnt eine gymnasiale Ausbildung. Innerhalb von 2 Jahren holt er das Abitur nach. Als er volljährig ist, bekommt er seinen Anteil am väterlichen Erbe ausgezahlt. Das Geld ermöglicht ihm ein Leben ohne finanzielle Sorgen. Schopenhauer studiert zunächst in Göttingen Medizin und Naturwissenschaften. Nach 4 Semestern wechselt er nach Berlin und macht Philosophie zum Hauptstudium. Er hört weiterhin viele naturwissenschaftliche Vorlesungen und lernt so gründlich Griechisch und Latein, dass er sich in beiden Sprachen vollendet schriftlich ausdrücken kann. Schopenhauer ergänzt sein Studium um außerakademische Erfahrungen. Mehrfach besucht er die melancholische Station der Berliner Charité. Die Situation der dort eingewiesenen psychiatrischen Patienten, die sich ihrer Situation teilweise vollkommen bewusst sind, macht ihn tief betroffen. Das menschliche Leiden rückt ins Zentrum seiner Metaphysik und Ethik. 1813 promoviert er in Jena. Seine Dissertation über die 4-fache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde erhält die Bewertung magna cum laude. Neben der Philosophie Platons und Kants ist Schopenhauers Werk stark von fernöstlichen Weisheitslehren geprägt. Nach Abschluss seiner Promotion beschäftigt sich Schopenhauer intensiv mit dem Hinduismus und Buddhismus.
In diesen Lehren findet er die Bestätigung seines weltanschaulichen Pessimismus. Das Leben wird als Kreislauf des Leidens betrachtet, welcher nur durch Kontemplation, Weltdistanz, Mitleid und Askese überwunden werden kann. Ziel ist das Nirvana, die Aufhebung des Willens und der Übergang ins Nichts. Schopenhauers spätere Ideen können als westliche Antwort auf diese pessimistische Weltdeutung interpretiert werden. 1814 geht Schopenhauer nach Dresden und verkehrt dort in Literatenkreisen. In diesem Jahr kommt es auch zum endgültigen Bruch mit seiner Mutter, der die Veruntreuung des väterlichen Erbes vorwirft. Er beginnt mit der Arbeit an seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, welches 1819 erscheint und für mehr als 30 Jahre so gut wie unbeachtet bleibt. Schopenhauer wird dieses Werk sein gesamtes Leben lang überarbeiten und ergänzen. 1844 erscheint die zweite, kurz vor seinem Tod die dritte Auflage. In den darauffolgenden Jahren reist er durch Italien und versucht als Dozent an der Berliner Universität Fuß zu fassen. Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel, damals der führende Philosoph Deutschlands, lehrt dort. Schopenhauer verachtet Hegel und verfasst drastische Polemiken gegen ihn. Er legt seine Seminare zeitlich parallel zu dessen Vorlesungen, mit dem Ergebnis, dass kaum ein Student Schopenhauers Seminare besucht. 1833 gibt Schopenhauer seine akademische Karriere endgültig auf. Seine Sprachkenntnisse hat er mittlerweile um Italienisch und Spanisch erweitert. Er sieht sich mehr als Europäer oder Kosmopoliten, weniger als Deutschen. Die akademische Philosophie in Deutschland attackiert er scharf. Dadurch, dass sie vom Staat finanziert sei, könne sie nicht frei nach der Wahrheit forschen, sondern müsse die Staatsideologie, insbesondere die christliche Lehrmeinung, rational stützen. Bezahlte Universitätsprofessoren lebten nicht für die Philosophie, sondern von der Philosophie. 1831 flieht Schopenhauer wegen einer Choleraepidemie aus Berlin nach Frankfurt am Main, wo er sich ab 1833 endgültig niederlässt. 1838 stirbt seine Mutter, 11 Jahre später seine Schwester. Schopenhauer verfasst mehrere Schriften, unter anderem über den Willen in der Natur, über die Freiheit des menschlichen Willens, über das Fundament der Moral sowie den zweiten Teil von Die Welt als Wille und Vorstellung. 1851 erscheint sein zweibändiges Werk Parerga und Paralipomena, das die Aphorismen zur Lebensweisheit enthält. Die Aphorismen, eine Sammlung von klugen Beobachtungen des menschlichen Verhaltens im Alltag, verbunden mit Ratschlägen zur besseren Lebensführung, machen Schopenhauer schlagartig berühmt und lenken auch Aufmerksamkeit auf sein philosophisches Hauptwerk. Mit 63 Jahren erhält er endlich die Anerkennung, die ihm so lange vorenthalten war. Die Mitgliedschaft in der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin lehnt er ab. Am 21. September 1860 stirbt Arthur Schopenhauer in Frankfurt an einer Lungenentzündung. Sein Vermögen vermacht er wohltätigen Stiftungen. Schopenhauer heiratet nie und hat ein recht negatives Frauenbild. Über die Ehe schreibt er: Heiraten heißt, das mögliche Tun, einander zum Ekel zu werden, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln. Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen, welche über sexuelle Leidenschaft hinausgehen, hält er für unmöglich. Er gilt als Einzelgänger und Misanthrop. Sein einziger Begleiter ist ein Pudel, den er nach dessen Tod, also circa alle 12 Jahre, durch einen neuen, ähnlich aussehenden Pudel ersetzt und immer Atman, das ist Sanskrit für Lebenshauch, nennt. Aus der Überzeugung, dass alle Wesen im Leiden vereint sind, entwickelt Schopenhauer ein enges Verhältnis zu Tieren und zum Tierschutz. Er kritisiert Tierquälerei und Tierversuche und unterstützt verschiedene Tierschutzvereine im In- und Ausland. Schopenhauers Werk beeinflusst zahlreiche Philosophen, Literaten und Künstler, unter anderem Friedrich Nietzsche, Leo Tolstoi, Franz Kafka, Thomas Mann und Richard Wagner sowie den Psychoanalytiker Sigmund Freud. Tolstoi schreibt über ihn: Wissen Sie, was der diesjährige Sommer für mich bedeutet hat? Ununterbrochene Begeisterung für Schopenhauer und eine Reihe geistiger Genüsse, die ich niemals zuvor erfahren habe. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung einmal ändern werde. Jetzt jedenfalls bin ich überzeugt, dass Schopenhauer der genialste aller Menschen ist. Wenn ich ihn lese, ist mir unbegreiflich, weshalb sein Name unbekannt bleiben konnte.
Es gibt höchstens eine Erklärung, eben jene, die er selber so oft wiederholt, nämlich, dass es auf dieser Welt fast nur Idioten gibt. Ausgangspunkt von Schopenhauers Philosophie ist ein radikaler, empirischer und metaphysischer Pessimismus. Diesen begründet er sowohl in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung als auch in der Preisschrift über die Grundlage der Moral. Sein Grundsatz lautet: Alles Leben ist Leiden. Diesen Grundsatz sieht er durch fernöstliche Weisheitslehren wie Hinduismus und Buddhismus bestätigt. In den Upanishaden, den heiligen Schriften des Hinduismus, findet der junge Schopenhauer die weltanschauliche Bestätigung seines persönlichen Lebensgefühls. Später bezeichnet er die Lektüre dieser Bücher als den Trost seines Lebens und Sterbens. Er sieht sein Leiden nun nicht mehr als persönliches Versagen, sondern als notwendige Folge der Weltstruktur. Er schreibt: Das Leben stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht, es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war. Unsere Welt ist die schlechteste aller Welten und etwas, das besser nicht sein sollte. Und? Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein musste, um mit genauer Not bestehen zu können. Wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehen. Die Erfahrung des Übels und des Bösen ist für Schopenhauer keine beliebige Erfahrung unter anderen, sondern die philosophische Grunderfahrung. Sein Pessimismus ist wesentlicher Bestandteil seiner Philosophie. Er ist geradezu empört über den Optimismus seiner Philosophenkollegen. Und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, dass eines das andere verzehrt, wo daher jedes reißende Tier das lebendige Grab 1000 anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoten ist, dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als die beste unter den möglichen andemonstrieren wollen? Die Absurdität ist schreiend. Schopenhauers Pessimismus macht ihn auch zum Atheisten. Die Welt mit all ihrem Leid kann kein liebender, gütiger und allmächtiger Gott erschaffen haben. Schopenhauer sieht es als seine Aufgabe an, das Leiden in der Welt zu analysieren und zu einer Lösung zu gelangen. Kannst du Schopenhauers pessimistisches Weltbild nachvollziehen? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Was laut Schopenhauer Ursache alles Leidens in der Welt ist, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet Lernset Schopenhauers Welt- und Menschenbild kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!